Diesen Zuschauerbrief, beziehungsweise vielleicht viel richtiger ein Kommentar zu einem meiner Videos, habe ich von Francie vor ein paar Wochen schon bereits erhalten. Und es geht um Dissoziation beziehungsweise um verschiedenen Zuständen, wo sie sich gewissen Fragen stellt. Ich möchte dir jetzt gleich schon am Anfang sagen, wenn dir das Video gefällt, dass du den Kanal gleich abonnierst, weil dann auch automatisiert immer eine Benachrichtigung bekommst, wenn du über solche spannende Themen etwas Neues hier erscheint. Genau. Ja, ich lese euch erstmal vor, was Francie schreibt. Zuerst ganz herzlichen Dank für deine wertvolle Arbeit und die vielen super guten, informativen Podcasts und anschaulichen Erklärungen. Sie helfen mir sehr. Ich bin selber schon viele Jahre mit der Diagnose KPTBS, ambivalente Bindung zu meiner Mutter, weshalb ich mich fast mein Leben lang nach einem sicheren Zuhause und einer ruhigen, liebevollen, berechenbaren Mutter sehnte. Eine Mischform von ADHS, hypoaktiv, Autismus, PDA und einigen körperlichen Auswirkungen wie Diabetes Typ 1, Reizblase und Reizdarm, hohe Muskelspannung zu hohe Adrenalin-, Dopamin- und Noradrenalinwerte in Therapie. Durfte schon sehr vieles lernen und reflektieren, aber habe bis jetzt noch nirgends ein so komplettes Wissen wie in deinen Videos gefunden. Liebe Francie, erstmal bevor ich weiterlese, also wirklich vielen, vielen Dank. Was du schreibst, ist natürlich eine Bestätigung und ja, Ermunterung für mich, ja, dass ich das natürlich weitermache und ja, dass ich sehe, wie wichtig das ist, diese Art von Wissen, wenn jemand natürlich auch selbst betroffen ist, das weiterzugeben. Und das schreibst du auch hier fort, dann danach. Deine Selbstbetroffenheit ist deutlich spürbar und macht den großen Unterschied zu Therapeuten mit erlerntem Wissen. Man merkt, dass du wirklich auch bis in die feinen Details weißt, um was es geht. Das ist sehr toll. Mir sind trotz allem noch einige Fragezeichen, vor allem zum Thema Dissoziation, geblieben. Ich erlebe nicht ein vollständiges Derealisieren oder Depersonalisieren, außer für ein ganz schlimmes Ereignis, sondern eher eine Art chronisches, nicht ganz im Hier und Jetzt und im Körper sein. Ich befinde mich, sobald ich nicht direkt mit einer Person kommuniziere oder von ihr bewusst beobachtet werde, wie ein bisschen in einem anderen Bewusstseinszustand, in dem alles, was ich tue, viel länger, manchmal fast endlos dauert und beinahe grenzenlos erscheint, egal welche Tätigkeiten. Auch die alltäglichsten, zum Beispiel Zähneputzen, kann für mich 30 Minuten lang dauern, Essen 3 Stunden lang und so weiter. Die Uhrzeit scheint für mich dann ganz anders abzulaufen, weshalb ich auch mit größten Bemühungen praktisch immer überall zu spät und zu langsam bin. Komischerweise gehe ich unbewusst meistens bis an die Zeitgrenzen, in Anführungsstrich, schreibst du. Zum Beispiel, wenn ich mit jemandem etwas abgemacht habe, um dann natürlich völlig ungewollt in eine echte Not und in eine Art Überlebenskampf zu geraten und alles loszulassen. Erst dann in der Verzweiflung, in Klammer, die ich nicht künstlich oder allein durch mein Wissen um diesen Mechanismus herbeiführen oder umgehen kann, Klammer zu, ist es, als würde nach einem langen Entscheidungskampf hin und her endgültig ein Schalter kippen und ich bin voll und ganz in der Gegenwart. Die Uhrzeit läuft auch für mich dann plötzlich normal und es kommt mir vor,
als würde ich fliegen, weil alles so einfach und leicht geht. In diesem Notzustand, Anführungsstrich geschrieben, geht es mir eigentlich besser als in meinem Normalzustand, auch wieder in Anführungsstrich. Die Grenze, bis ich in diese Not gerate, wird aber immer weiter ausgedehnt. Also auf die Art, es hat ja das letzte Mal gerade noch ganz knapp gereicht. Bis die Grenze dann wirklich auch mit eingeschaltetem Überlebensmodus und auf der Überholspur in Anführungsstrich nicht mehr reicht und ich einfach wirklich zu spät bin und es schlussendlich nicht mehr wage, etwas abzumachen. Eine weitere Folge davon ist, dass sich nicht selten 72 Stunden, im Extremfall 98 Stunden, ohne zu schlafen oder sitzen und wenig essen unterwegs bin und so auch immer wieder an meine körperlichen Grenzen gerate. Wow, ganz, ganz lieben Dank, liebe Francie. Also ich glaube, du tust das hier ganz, ganz detailliert beschreiben und das ist so toll, dass du das so gut alles wahrnehmen kannst, denn das ist ja eine Grundvoraussetzung auch dafür, dass du dann die Stellschrauben dafür findest, wo du diese Zustände mit der Zeit eigentlich für dich verändern kannst oder auch rechtzeitig wahrnehmen kannst und du dann auch intervenierst und eingreifst, damit du in diesen Zuständen nicht so lange zum Beispiel verharrst oder eben so gefangen bleibst. Und es ist eine große Gabe von dir, würde ich sagen. Ja? Also trotz dessen, dass du dort gefangen bleibst, kannst du diese sehr, sehr gut beschreiben. Das ist sehr gut, dass du dass da auch Wahrnehmung hast oder auch Erinnerung daran hast. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Was ich wahrnehme aus deiner Beschreibung ist, dass du verschiedene Zustände hier beschrieben hast, beziehungsweise verschiedene Phänomene von Traumafolgen beschrieben hast. Und damit wir alle diesen Zustände und diese Schalter und Beschreibungen und Funktionen und Zwecke und Abfolgen ein bisschen mehr und transparenter überblicken, würde ich jetzt in eine kleine Grafik wechseln, was ich mal aufgemalt habe. Und dann können wir gemeinsam drauf schauen, wie ich das hier aus deiner Beschreibung das für mich entnehmen konnte. Und bin ganz gespannt, was du vielleicht dann noch dazu kommentierst. Ich hätte übrigens noch ein paar Fragen, weil so ganz klar ist es mir nicht. Und dann lass uns mal gemeinsam drauf schauen. Ich habe hier diese zwei Zustände aufgemalt, diesen Normalzustand und den Notzustand, die du beschrieben hast. Ich habe auch notiert, wie du diese Zustände beschrieben hast. Und zwar für Normalzustand nicht beobachtet sein, dann empfindest du das, wenn du auch mit anderen nicht in Kontakt bist, dann, dass du dich normalerweise in Alltagsbeschäftigungen dabei verlierst. Dieser Zustand lässt sich auch noch beschreiben, das ist alles zu spät, dass du dann zu langsam bist, ist alles irgendwie zeitlos und das ist wie so ein Überlebenskampf. Dann ist womöglich deine Wahrnehmung nicht ganz so, aber ich habe das jetzt hier sehr bewusst etwas separat notiert, dass du auch weitere Beschreibungen noch hinzugefügt hast. Langer Entscheidungskampf hin und her, dann an die Zeitgrenzen zu gehen oder zu kommen,
bis zu 98 Stunden und eine Art Überholspur zu erleben. Warum ich diese Bezeichnungen separat geschrieben habe, weil aus meiner Sicht sind diese Beschreibungen schon bereits ein anderer Zustand als dein Normalzustand. Das heißt, da spitzt sich etwas zu. Dann habe ich ja den Pfeil auch hingemalt, denn tatsächlich, dass dein Nervensystem aus diesem Normalzustand bereits irgendwie ja immer mehr entfernt, und da ist auch dieser Schalter, den du genannt hast, welche dich genau an diese Zeitgrenze und zu diesem Zeitpunkt letztes Endes bringt, bis dann dieser Schalter kippt. Und du siehst ja hier auch schon einen grünen Pfeil. Warum grün? Weil dieser grüne Pfeil, beziehungsweise wenn dieser Schalter dann umswitcht, dir etwas ermöglicht. Und zwar, du hast es bezeichnet, diesen Notzustand, also wo du eine echte Not verspürst, wo du einen Überlebenskampf, um loszulassen, empfindest, eine ganz tiefe Verzweiflung hast, aber plötzlich in der Gegenwart bist. Und dieser automatisch herbeigeführte Mechanismus ist irgendwie absolut außer deiner Kontrolle. Und was sich hier noch so abläuft meistens, dass die Zeit dann für deinen Termin tatsächlich nicht mehr ausreicht. Und du merkst auch, dass deine körperlichen Grenzen wirklich erreicht sind. Ja, grüner Pfeil heißt, sobald dieser Schalter umgelegt ist, du befindest dich in einem anderen Zustand erneut. Und zwar mit der Zielsetzung, loszulassen, damit der Kampf endlich aufhört. Und du siehst auch, das Wort Kampf habe ich ja an 3 Stellen sogar unterstrichen, denn das Wort hast du ja öfters benutzt. Und das fühlt sich anscheinend auch wie ein Kampf für dich an, wobei das wirklich mit einer Zielsetzung passiert bei dir, damit du das loslässt und endlich aufhört. Also deshalb grüner Pfeil, weil das irgendwie wie eine Art Erlösung für dich ist. Und da kann ich dir das auch sagen und bestätigen. Ich kenne diesen Ablauf im Nervensystem. Das ist ein Versuch der Regulierung. Das Nervensystem hat sozusagen, das ist ja jetzt hier in diesem Fall ein Termin, eine Aufgabe. Und diese Aufgabe scheint irgendwie als eine Riesenherausforderung zu sein und versucht dann, ja, der Körper umzusetzen. Aber da es eine wahnsinnige Überforderung ist, warum auch immer, und dazu hätte ich ja eben die Frage zum Beispiel, ja, das kannst du ja für dich selbst auch reflektieren, ja, warum ist denn das so? Ist da vielleicht dieser Termin für dich unangenehm? Du meinst ja nur, dass du anderen treffen solltest, weil das vielleicht gut tun könnte, aber vielleicht ja das Umfeld dabei nicht entsprechend. Jedenfalls dein Körper sagt ja auch wahrscheinlich, ja, als Warnung, das ist ja vielleicht doch nicht so, ja, dieser Termin, dass alles stimmig ist, und versuch dich davon womöglich abzuhalten. Denn du führst ja einen langen Entscheidungskampf. Also du bist ja in ein stetigem Hin und Her und du kannst dich nicht entscheiden. Dementsprechend, vielleicht lasst uns auch gleich darauf eingehen, wie diese Zustände sich auch aus Sicht Nervensystemregulation oder auch ja aus Sicht Traumafolgen oder Traumareaktionen im Nervensystem genannt werden können. Aus meiner Sicht, dein Normalzustand ist eine Form der Dissoziation, eine chronische Dissoziation,
und ich würde es nennen High Functional Freeze, also sprich, wo du dort so ja, stecken geblieben bist und diese Erstarrung du nicht bewältigen kannst. Deshalb bist du ja auch immer wieder in der Zeit verloren, solange du nicht gefordert bist, also nicht beobachtet bist, ja, wo du vielleicht irgendwie leisten müsstest oder dass du vielleicht ja, irgendwie dich anpassen müsstest oder irgendwie gefordert wirst, was zu antworten oder nicht in Kontakt gehen musst mit anderen, dann bist du in diesem Normalzustand, was aber ein recht dissoziierter Zustand ist, wo du, ja, wie du beschreibst, in Alltagsbeschäftigungen auch recht scheinbar entspannt, aber geistig nicht richtig präsent, sondern abgeschnitten von der Gegenwart irgendwie unterwegs bist und du dich auch in Beschäftigungen verlierst. Du bezeichnest es zu spät, zu langsam, da meine Einladung an dich, diese Zustände oder diese Empfindungen auch nicht zu bewerten, sondern ja, in diesem Zustand ist es so. Denn dadurch entwertest du dich. Und ich glaube, dass alles, was unser Körper so eigentlich produziert, ist eine natürliche Folge der Traumatisierung und dementsprechend ist auch ja nicht gerade hilfreich für uns, ne, das zu bewerten, sondern irgendwo ein ganz, ganz großer Wunder, dass wir überhaupt gewisse Zustände noch heute auch ja, aushalten oder bewältigen können, verändern können. Und wenn du sagst, ja, ich bin dann spät oder ja, es geht langsam, das reicht völlig aus und ich glaube, dass ja, deinem Gehirn, welches natürlich alles hört und auch aufnimmt, ja, es bekommt einfach deutlich wohlwollender und liebevoller. Es war nur eine Einladung. Okay, ja, also aus meiner Sicht ist das ein High Functional Freeze, wo dann plötzlich, eine Aufgabe, eine Herausforderung, ja, plötzlich bekommt und dann ist ja einiges zu organisieren. Sowohl im Voraus, vielleicht logistisch, aber auch zu überlegen, dann ja, okay, wann muss ich los, wie, was ziehe ich an, tausende Dinge können kommen. Und aus meiner Sicht, ja, genau dieser mittlere Zustand ist eine Art von Prokrastination, was zum Teil auch wieder ein Versuch, vielleicht das Gefühl der Sicherheit, ein Scheinsicherheit zu erreichen und weiterhin eine Abspaltung, denn du bist ja primär in deinem Kopf unterwegs. Also du nimmst deinen Körper höchstwahrscheinlich kaum wahr. Ja? Wir gehen ja gleich darauf ein, in welchem Zustand aber höchstwahrscheinlich dein Nervensystem schon längst ist. Und dann zum Schluss in diesem Notzustand, beziehungsweise wenn das dann vorbei ist, und du sagst auch schon, automatisch herbeigeführter Mechanismus, also dein Körper hat irgendwann das so ausgeheckt, dass, naja, wenn ich da diesen mittleren Zustand, ne, wo ich ja ewig lang hin und her überlege, versuche irgendwas zu machen, dann kann ich mich doch nicht entscheiden, dann sitze ich ja ewig lang, dann esse ich oder esse ich nicht, dann schlafe ich nicht. Aber wenn das irgendwann wie eine Erlösung und wie ein Loslassen vorbei ist, dann bin ich endlich wieder am Ende meiner Kräfte und dann kann ich wieder in mein wohlbekannte
High Functional Freeze zurückfallen. Denn deine körperlichen Grenzen sind dann auch völlig erreicht und du bist auch völlig erschöpft. Interessant, was du auch schreibst, automatisch herbeigeführter Mechanismus, kenne ich wunderbar gut, ist natürlich autonom, denn das ist auch ein Versuch der Regulation. Das Nervensystem versucht, sich zu erlösen. Das heißt, so lange baut Anspannung auf, bis dieser Schalter dann kippt und dann ist es sozusagen erlöst. Genauso wie du beschreibst. Wenn wir anschauen, in welchem Zustand du dich da höchstwahrscheinlich befindest die meiste Zeit, dein Normalzustand, was du beschreibst, ist aus meiner Sicht ein Parasympathikus, Dorsalvagus, also das heißt, dass du in der meisten Zeit in dieser Erstarrung bist, wo du auch recht unterreguliert höchstwahrscheinlich sein kannst. Sobald eine Aufgabe kommt, ist eine Herausforderung und du versuchst, beziehungsweise dein Körper, sich zu aktivieren. Das gelingt ihm aber nicht so ganz. Ja, aus diversesten Gründen, die ich ja nicht kenne, denn dein Fall und dich auch nicht kenne. Aber ich vermute, dass du ganz viele schöne verschiedene Zustände in deinem Nervensystem durchläufst. Also im Wechseln, ja, dass du aus diesem Erstarrungszustand versuchst dann vielleicht in eine Richtung Social Engagement zu kommen, vielleicht dann sogar eine noch höhere Aktivierung zu kommen, also Sympathikus, dass da auch vielleicht, sicherlich, insbesondere wenn wir geistig hochaktiv sind, dann ist es eher schon ein Hyperarousal, was du da erreichst. Und dass diese Dinge sich ständig wechseln, deshalb dein Kampf auch. Also das muss wirklich eine wahnsinnige Achterbahnfahrt sein, wenn ich das so nachahme in meinem Geist und ich das versuche als Überholspur, wie du das dann auch beschreibst, vorzustellen. Ja, und dann kippt ja dieser Schalter und dann bist du, womöglich, denn du erreichst ja vorübergehend die Gegenwart, wo du dann auch vielleicht, manchmal kommst du ja noch zu einem Termin rechtzeitig, manchmal nicht. Und vielleicht ist auch das unbewusst gewollt von deinem Körper. Aber du erreichst ja vorübergehend diesen Sympathikus, wo du mit Ventralvagus und mit Social Engagement und so weiter ganz normal vielleicht mal am Rande oder nah von einem regulierten Zustand bist, aber dann mündest du erneut, du landest in einen Freeze und dieser Teufelskreis geht von vorne los. Das ist meine Einschätzung zu dem, was du beschrieben hast und bin ganz gespannt, wie du dazu noch vielleicht Details dann mitteilst. Kannst du gerne auch was dazu schreiben. Wow, das war jetzt wirklich eine sehr, sehr komplexe Beleuchtung und ich hoffe, das recht transparent gemacht und dass wir das jetzt sehr durchschaulich und sehr anschaulich auch gemacht haben. Und ich bin äußerst gespannt, welche ähnliche Erfahrungen ihr vielleicht erlebt habt, bezogen auf Dissoziation. Es ist so, dass je mehr wir uns austauschen, mich inbegriffen, umso mehr lernen wir. Denn diese Phänomene haben wirklich unendliche Formen, Formate, Tiefe und Grade, weil jeder Mensch ist sehr individuell und auch jedes Trauma, wie ich immer sage, sehr individuell und auch jedes Nervensystem und auch jede Persönlichkeit, die durch diese Traumatisierung dann entstanden ist. Und lass uns drauf schauen, teile im Kommentarfeld deine Erfahrungen
Hast du ähnliche Zustände wie Frenzy auch mal erfahren? Wie läuft das denn bei dir ab? Sind die Abfolgen vielleicht unterschiedlich? Sind diese Phänomene bei dir ähnlich? Fühlen sich ähnlich an? Sind sie anders? Erfährst du das vielleicht, ja, vielleicht sind noch weitere Schritte bei dir, die ja dabei sind? Oder sind noch bestimmte Emotionen mit dabei, was du ja bei dir wahrnehmen kannst? Wir sind alle, glaube ich, ganz gespannt und du auch, was wir dann auch und dann lesen können. Und ich ermutige dich auch dazu, wenn du Unterstützung benötigst oder wenn du in eine Community kommen möchtest, wo du wirklich unter Gleichgesinnten und Betroffenen heilen möchtest über einen gewissen Zeitraum, dann versuche ja bei mir in die Akademie reinzukommen. Vielleicht versuchst du ein persönliches, kostenloses Vorgespräch bei mir zu buchen. Und ja, dann erstmal wünsche ich dir alles, alles Liebe und bis zum nächsten Mal, Gabriela. 'Cause it feels like home.